Hallo zusammen, in diesem Video werde ich ein zweikanaliges Zeitrelais vorstellen. Dieses Modell ist für 12 Volt Stromversorgung. Der Verkäufer auf AliExpress hat es auch für 5 Volt, 12 Volt und 24 Volt zur Auswahl, man kann es bei der Bestellung angeben. Die Last kann bis zu 220 Volt und 10 Ampere angeschlossen werden, das heißt bis zu 2 Kilowatt. Man kann es auch an 12, 24 oder 220 Volt anschließen, im Allgemeinen bis zu 220 Volt, jede Spannung. Hier gibt es für jedes Relais einen separaten Anschluss. Es gibt einen zentralen Kontakt. Wir legen hier Plus oder Phase an und einen normalerweise offenen Kontakt. Das heißt, wenn das Relais ausgeschaltet ist, gibt es keine Stromversorgung und beim Einschalten wird sie angelegt. Fließt Strom und beim Einschalten des Relais wird die Stromversorgung unterbrochen. Diese beiden Relais werden durch Programme gesteuert, die wir hier einstellen. Für jedes Relais wird ein separates Programm ausgewählt. Insgesamt gibt es 18 Programme für jedes Relais. Man kann sie so einstellen, dass sie bei Stromzufuhr einschalten können oder bei einem 3D-Signal einschalten können. An diesen Anschluss wird ein Pluspol angelegt, derselbe wie für die Stromversorgung. Also plus 12 Volt, und das startet das Programm. Je nach Programm hat es verschiedene Funktionen. Insgesamt gibt es hier 18, und wir werden jede einzelne jetzt betrachten. Zuerst müssen wir alles richtig anschließen. Dieser Anschluss ist für die Stromversorgung. Von einem Netzteil, ich habe hier das graue Kabel genommen, das ist Minus, ich lege 12 Volt an. Minus schließen wir hier an, festziehen. Plus geht über einen Schalter. Man kann das Relais über den Schalter ausschalten, da einige Programme bei Stromzufuhr arbeiten, das heißt, man muss es einschalten und dann wieder einschalten, damit das Programm ausgeführt wird. Hier legen wir Plus an. Einen weiteren Pluspol habe ich für das Signal 3 vorbereitet. Das heißt, hier haben wir für jeden Kanal einen separaten Kontakt. Wenn wir Plus anlegen, wird das Programm ausgeführt. Dieses Kabel lassen wir für das Signal. Auf dieser Seite schließen wir an. Hier ist eine kleine Lampe. Eine 12 Volt Lampe zur Sicherheit. Das schwarze Kabel ist Minus. Ich habe es direkt an das Netzteil angeschlossen, es ist dauerhaft verbunden. Für Plus nehme ich beim Einschalten des Relais den normalerweise offenen Kontakt. Unsere Lampe wird leuchten. Hier schließen wir an. Die Lampe wird an den zentralen Kontakt angeschlossen, Plus anlegen. Dauerhaft vom Netzteil. Hier schließen wir an. Dieses Relais werde ich vorerst nicht verwenden. Ich zeige nur zur Demonstration, wie es eingestellt wird. Aber wenn wir dieses Relais hier anschließen würden, müssten wir auch Plus oder Phase an den zentralen Kontakt anlegen, je nachdem, welche Stromquelle verwendet wird. Mit dem Anschluss sind wir fertig. Wir schalten das Relais ein. Der Bildschirm leuchtet auf. Es gibt eine rote LED. Die grüne LED zeigt an, dass das Relais eingeschaltet ist. Hier leuchtet die Glühbirne. Das ist ein bereits eingestelltes Programm. Das zweite Relais ist ausgeschaltet. Hier ist die zweite grüne LED. Sie leuchtet nicht, weil das erste Relais, es ist Kanal 1, das ist das erste Relais, es ist ausgeschaltet. Schauen wir uns nun an, wie man es einstellt. Hier gibt es 4 Tasten. Das Display, das entweder das eingestellte Programm anzeigt oder einen Zeitablauf. Die LEDs zeigen im Moment an, was gerade auf dem Bildschirm angezeigt wird. Im Moment wird das ausgewählte Programm angezeigt. Es gibt T1, T2, ENX, das ist entweder die Anzahl der Wiederholungen oder ein Zeitmultiplikator. Später werde ich erklären, wie man es einstellt, damit es verständlich ist. Und die Tasten zur Einstellung. Diese beiden Tasten. Das ist Plus Minus. Wir erhöhen den Wert oder verringern ihn. Wir drücken die Tasten. Und der Zahlenwert blättert entweder nach oben oder nach unten. Das ist ein einmaliges Drücken. Umschalten. Hier ist das erste Relais, 2 das zweite Relais. Bei unserem ersten Programm steht 0. Programm 0, das bedeutet, das Relais ist ausgeschaltet, kein Programm wird ausgeführt. Beim ist das erste Programm eingestellt. So kann man es sehen. Dies ist die Taste zum Einstellen und Ausschalten des Displays. Durch einmaliges Drücken schalten wir das Display ein und aus. Wenn wir es nicht brauchen, können wir es ausschalten. Es leuchtet dann nicht, aber das Relais arbeitet, das Programm wird ausgeführt. Durch langes Drücken gelangen wir in das Einstellungsmenü und wählen hier ein Programm aus.
Mit Plus-Minus können wir das gewünschte Programm auswählen. Es gibt insgesamt 18 Arbeitszyklen. Man kann hier zwar mehr einstellen, aber Programm 18. Wenn 0 eingestellt ist, wird kein Programm ausgeführt. Wir beginnen mit dem ersten. Ich werde jetzt alles demonstrieren, wie es funktioniert. Wir wählen das erste. Da die Glühbirne an Relais 2 angeschlossen ist, sollte hier eine 2 leuchten. Man kann auf 1 umschalten. Das ist die Einstellung für das erste Relais. Auch das erste wird umgeschaltet. Das zweite. Programm 1, und wenn wir dann diese Taste erneut drücken, einmal. Zeitauswahl, T1 ist hier. Die LED für T1 leuchtet auf. Das ist unsere Zeit. Die Zeit hat 4 Stellen, die erste Stelle ist 10 Sekunden, das heißt, wir haben 6,0 leuchtet, das sind 6 Sekunden. Wenn wir zum Beispiel einen Wert hinzufügen, sind das 6,5 Sekunden. 6,5, das heißt, man kann die Diode auf 100, 9 Sekunden und 5,5 einstellen, aber weiter gibt es einen Multiplikator in den Einstellungen, wir können das ändern und dann wird der erste Wert Sekunden sein, dann 10 Sekunden, 100 Sekunden, 1099 Sekunden, und mit den Multiplikatoren können wir noch mit 90 multiplizieren, die maximale Zeit, die auf diesem Modul eingestellt werden kann, beträgt 277 Stunden, und die minimale 0,1 Sekunden, 1,10. Wir haben 65 gewählt, das sind 6,5 Sekunden. Wir schalten weiter, T2 wird in diesem ersten Programm nicht verwendet, es wird später im dritten, vierten Programm und weiter, wo wir den zyklischen Modus verwenden, 2 Timer verwendet, aber vorerst überspringen wir T2 und schalten weiter, die vierte Spalte, die LED leuchtet, das ist unser Multiplikator. Hier ist es kein ganzzahliger Wert, 2 Ziffern. Diese sind für T2. Die zweite Zeit wird nicht verwendet. In diesem Programm. Und diese beiden Zahlen so. Das ist der Multiplikator für T1. Standardmäßig 0.0. Wir können jetzt umschalten und ich erkläre, wie es funktioniert. Wenn es auf 0 steht, also das, was wir auf dem Display eingestellt haben, dann bleibt es so. Wenn wir den Multiplikator einwählen, so, und die Einstellungen speichern, dann haben wir hier bereits Sekunden, also 91.999 Sekunden und wird multipliziert. Wenn wir 2 wählen, dann mal 2, das heißt, wir haben zum Beispiel 2 Sekunden eingestellt, Multiplikator 2, das sind dann 4 Sekunden. Wenn wir weiter einstellen, umschalten. Hier ist die eingestellte Zeit. Das ist die Zeit, die in T1 eingestellt wird. Wird mit 10 multipliziert. Man kann es mit 20 bis zu 99 einstellen. Multiplikator. Wenn wir 39,99 Sekunden multiplizieren, mit 99 erhalten wir ungefähr 270 Stunden. Das ist die maximale Zeit. Das heißt, man kann auf dem Taschenrechner den gewünschten Wert multiplizieren und jede beliebige Zeit einstellen, von 0,1 Sekunden bis 270 Stunden. Den hohen Multiplikator werde ich zurücksetzen, weil wir nicht so lange auf den Zeitablauf warten werden. Für die Demonstration wähle ich ein paar Sekunden, um zu zeigen, wie das Programm funktioniert. Das heißt, die Multiplikatoren lassen wir auf 0 und wir erhalten dann T1 6,5 Sekunden. Durch langes Drücken werden die Einstellungen gespeichert. Wir haben gespeichert. Und bei uns ist das Relais standardmäßig ausgeschaltet. Die Zeitmessung hat begonnen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, leuchtet die Lampe auf, sie hat sich eingeschaltet. Wenn man das Relais ausschaltet, ist es stromlos, nichts funktioniert. Bei Stromzufuhr haben wir eine Einschaltverzögerung von 6,5 Sekunden. Wir warten, dann leuchtet die Lampe auf und bleibt dauerhaft an. So funktioniert das erste Programm. Es kann auch erneut gestartet werden, durch ein Triggersignal. Die Lampe wurde ausgeschaltet, die Zeitmessung begann und 6,5 Sekunden wurden gezählt. Die Lampe hat sich eingeschaltet. Wenn wir das Triggersignal erneut, hier, berühren, dann beginnt die Zeitmessung von neuem. Die Lampe schaltet sich nicht ein. Es zählt 6,5 Sekunden ab. Die Lampe hat sich eingeschaltet. Das ist das erste Programm. Am zweiten Relais
Am ersten Relais wird es auch, wenn man es erstes Programm einstellt, ebenfalls funktionieren, es wird sich einschalten, die Einschaltverzögerung des ersten Relais. Wir probieren das zweite Programm, sind in die Einstellungen gegangen, haben Programm 2 gewählt, die Zeit lasse ich auch bei 6,5 Sekunden, das reicht. Dann ist T2 bei uns die zweite Zeit von 5 bis 8 Sekunden, die Multiplikatoren lassen wir, speichern die Einstellungen. Hier ist es umgekehrt, bei Stromzufuhr. Schaltet sich die Lampe für die eingestellte Zeit ein, dann wieder aus. Man kann in einem dieser Relais den Modus 1 einstellen und im zweiten Relais den Modus 2 einstellen, und es wird in jedem Relais umgekehrt funktionieren. Wir haben die Stromzufuhr unterbrochen, bei erneuter Stromzufuhr schaltet sich die Lampe sofort ein, der Timer startet, nach 6,5 Sekunden erlischt die Lampe, so funktioniert das zweite Programm. Und auch über das 3-Trigger-Signal gebe ich ein Signal, die Lampe schaltet sich ein, der Timer läuft, dann schaltet sich die Lampe aus. Wenn wir während des Timerlaufs erneut periodisch ein Triggersignal geben, dann startet der Timer nicht neu und die Lampe erlischt bei uns nicht. Bei einem steigenden Signal beginnt die Zeitmessung von neuem. Jetzt probieren wir Programm 3. Wir gehen in die Einstellungen, haben das dritte Programm ausgewählt. Die Zeit werde ich nicht ändern, alles so lassen, wir speichern. Beim Einschalten beginnt die Zeitmessung, dann schaltet sich die Lampe ein und arbeitet gemäß der in T2 eingestellten Zeit, die 5 bis 8 Sekunden betrug. Das heißt, beim Einschalten gibt es eine Einschaltverzögerung und dann die Lampe für die eingestellte Zeit arbeitet. So funktioniert das dritte Programm. Wir wählen Programm 4. Hier haben wir die Zeiten 68, 5 und 8. Die Multiplikatoren lassen wir unberührt. Beim Einschalten hat das Relais geschaltet. Dann schaltete es sich für T2 aus. Und schaltete sich dann wieder dauerhaft ein. Das heißt, die Zeit wird bereits mit Hilfe des dritten Triggers gezählt. Wir können den Timer erneut starten. Die Lampe leuchtet, dann schaltet sie sich aus, leuchtet nicht. Und dann, wenn der zweite Timer abgelaufen ist, schaltet sie sich dauerhaft ein, bis zum Signal des dritten Triggers. Jetzt probieren wir das fünfte Programm. Gespeichert. Beim Einschalten läuft der Timer. Die Lampe leuchtet nicht. Dann schaltete sie sich ein. Für die eingestellte Zeit, T2. Dann schaltete sie sich aus, T1 zählt. Und wieder T2, das ist unser zyklischer Modus. Wir stellen 2 Zeiten ein. Es wird periodisch eingeschaltet, für die eingestellte Zeit ausschalten. Wir probieren das nächste Programm aus. Das sechste ist auch ein zyklischer Modus, nur umgekehrt wird es funktionieren. Die Zeit lasse ich auch so. Und Nx ist der Multiplikator. Hier ist ein Endloszyklus, die Anzahl der Ein- und Ausschaltwiederholungen kann nicht eingestellt werden. In den folgenden Programmen wird diese Funktion anders sein. Wir speichern die Einstellungen, und hier, bei Stromzufuhr, zuerst zeigt die Lampe an, dass sie die Zeit heruntergezählt hat, und leuchtet dann nicht mehr. Und das so lange, wie es ist. Durch ein Triggersignal wird der Zeitablauf unterbrochen. Wir beginnen von neuem und verlängern. Wenn die Lampe die ganze Zeit leuchtet, fügen wir Zeit hinzu. Und wenn die Lampe ausgeschaltet ist, läuft der Countdown im ausgeschalteten Zustand. Wir schalten sie mit einem Triggersignal ein und beginnt die Ausführung von neuem. Das ist ein Modus. Auch zyklisch, wir gehen weiter. Wir wählen das siebte aus, speichern. Hier im siebten Modus wird die Zeit gemessen in Sekunden.
Das heißt, unsere Multiplikatoren sind nicht beteiligt. Und 9099 Sekunden, T1 und T2 können eingestellt werden. Aber hier kann die Anzahl der Wiederholungen eingestellt werden. Mit dieser NX-Funktion stellen wir die Anzahl der Wiederholungen ein. Wenn 0 eingestellt ist, ist es unendlich. Die Anzahl der Wiederholungen kann auf 1 eingestellt werden, und wir können jeden Wert für die Anzahl der Wiederholungen, maximal 999, einstellen. Aber hier wird die Zeit in Sekunden gemessen. Stunden gibt es hier nicht, es sind Sekunden gemeint, das heißt, wir stellen Sekunden für T1 und T2 ein. Hier hat es heruntergezählt. 65 Sekunden, dann schaltet es sich für 58 Sekunden ein und dann im Kreis. Wir wählen die 8. Funktion. 65, 58, Anzahl der Wiederholungen. Hier am Anfang des Zyklus leuchtet die Lampe, dann schaltet sie sich aus, wird 58 Sekunden lang ausgeschaltet sein. Die Anzahl der Wiederholungen ist unendlich eingestellt, da Nullen, und man kann einstellen, und dann schaltet sie sich aus, dann wieder ein, auch zyklisch, Modus, nur umgekehrt, zuerst eingeschaltet, dann ausgeschaltet, und man kann die Anzahl der Wiederholungen einstellen. Wir wählen die nächste Funktion 9, das 9. Programm. Alle Einstellungen belassen wir so, speichern hier. Hier haben wir keine Zeitverzögerung, sondern es funktioniert rein über ein Triggersignal, das heißt, hier haben wir standardmäßig, selbst wenn man es aus- und einschaltet, passiert nichts. Wir legen das Triggersignal an, die Lampe schaltet sich ein, wir entfernen das Triggersignal, die Glühbirne schaltet sich aus. Auch eine ziemlich coole Funktion. Wir können für das erste Relais den gleichen Modus einstellen und einen Motor anschließen und die Umkehrung steuern. Das heißt, wir geben hier ein Signal, der Motor dreht sich in eine Richtung, wir geben hier ein Signal, der Motor dreht sich in die andere Richtung. Man kann es so verwenden. Als nächstes versuchen wir, Programm 10 zu wählen, hier stellen wir 0 ein und wechseln dann zum zweiten. Float auf 1. 10. Programm. Wir haben alle Einstellungen beibehalten und gespeichert. Und hier haben wir beim Anlegen der Spannung schaltete sich das Relais ein, die Zeitmessung begann und es schaltete sich wieder aus. Wenn wir es erneut auswählen, schaltet sich die Glühbirne ein und leuchtet die eingestellte Zeit. Aber hier gab es anfangs einen ähnlichen Modus. Beim Anlegen der Spannung begann das Relais mit der Zeitmessung. Das heißt, wenn man die Stromversorgung unterbricht und wieder einschaltet, passiert nichts, es reagiert nur auf ein Triggersignal. So wird es durch einen Trigger gestartet. Ohne Trigger startet der Timer beim Anlegen der Spannung nicht. Wir versuchen das nächste Programm. 11. 65 Sekunden 58.0. Wir belassen und speichern die Einstellungen für Programm 11. Auch hier passiert nichts. Es funktioniert nur mit einem Triggersignal. Wir geben ein Signal, die Zeitmessung beginnt. Die Zeit ist abgelaufen, das Relais hat sich eingeschaltet und bleibt dauerhaft eingeschaltet. Ein erneutes Signal schaltet das Relais wieder aus, die Zeitmessung läuft und es funktioniert dann dauerhaft. Nach Ablauf der Zeit, wenn wir das Relais ausschalten und wieder einschalten, passiert nichts. Programm 11 reagiert nur auf ein Triggersignal. Wir haben eine Einschaltverzögerung gegeben, diese Funktion 11. Wir wählen das nächste Programm 12. Die Zeit lassen wir auch so, wie sie ist.
Wir speichern die Einstellungen, haben sie gespeichert, es funktioniert auch mit einem Triggersignal. Wir starten, wenn ein Signal gegeben wird, unsere Glühbirne, das Relais eingeschaltet wurde, für eine gewisse Zeit leuchtete und sich dann ausschaltete. Wenn wir erneut ein Signal geben, beginnt die Zeitmessung von neuem. Ein erneutes Signal schaltet die Lampe nicht aus, sondern setzt den Timer zurück, die Zählung beginnt von neuem. Das ist eine Ausschaltverzögerung. Wir wählen das nächste Programm 13. Wir belassen die Zeit, speichern die Einstellungen, Einschaltverzögerung, T1 läuft, die Zeitmessung läuft, dann T2, unser Relais ist für die eingestellte Zeit eingeschaltet, die Zeitmessung läuft und es schaltet sich aus, hier ein erneutes Signal. Wir geben es, die Zeitmessung beginnt von neuem. Dann schaltet sich die Glühbirne für die eingestellte Zeit ein. Wenn wir bei eingeschalteter Lampe erneut ein Signal geben, schaltet sie die Lampe aus. Die Lampe schaltete sich ein Signal. Schaltet sie aus. Wir versuchen das nächste Programm 14. T1 T2 NX speichern wir. Es funktioniert standardmäßig, wir geben ein Signal, der Timer hat sich eingeschaltet, das Relais arbeitet, dies hat die Zeit abgelaufen, dann der zweite Timer des Relais ist eingeschaltet, die Zählung hat begonnen und dann schaltete es sich dauerhaft ein und leuchtet. Bei einem erneuten Signal beginnt die Zeitmessung von neuem. Das heißt, wenn wir die Stromversorgung unterbrechen und wieder einschalten, beginnt die Zeitzählung nicht. Nur das 3G-Signal startet den Timer. Abgezählt, wir versuchen die nächsten 15. Auch die Zeit werde ich nicht ändern, wir speichern, standardmäßig ausgeschaltet, ohne Trigger wird es nicht ausgelöst, wir starten. Ausgeschaltet, die Zeitzählung T1 hat begonnen, jetzt hat es sich eingeschaltet, das heißt, auch T2. Die Zeitzählung hat begonnen. Jetzt zählt T1. Das ist unser zyklischer Modus. Das heißt, unsere Relais schalten sich ein und aus. Ein wiederholtes 3G-Signal setzt den Timer zurück, schaltet die Lampe aus und den Verzögerungstimer. Die Einschaltung beginnt von neuem. Das sind unsere zyklischen Modi. Das nächste Programm 16 wird auch zyklisch arbeiten. Nur umgekehrt. Wir haben die Einstellungen gespeichert, geben das Triggersignal. Sofort begann die Zeitzählung stoppte. Wenn wir ein wiederholtes Signal geben, während es ausgeschaltet ist, schaltet sich die Lampe ein und die Zeitzählung beginnt von neuem. Es hat sich ausgeschaltet, man kann die Lampe wieder einschalten. Weiter haben wir Modus 17, auch ein zyklischer Modus. Hier stellen wir die Zeit in Sekunden ein, hier die erste, zweite und hier die Anzahl der Wiederholungen. Wir können einstellen, wenn 0, dann unendlich. Wenn wir zum Beispiel 10 einstellen, schaltet es sich 10 mal ein und aus und hört dann auf zu arbeiten. Bis zum nächsten Befehl. Wir haben gespeichert, starten, die Zeitzählung hat begonnen, sehen Sie, und es zählt schon lange. In Sekunden, das heißt, es zählt ab, dann schaltet sich die Lampe ein, zählt wieder ab, die Lampe schaltet sich aus, zyklischer Modus. Und Programm 18, die Zeit lassen wir, speichern, starten. Auch zuerst hat die Zeitzählung begonnen, dann wird T2 ausgeschaltet sein und dann schaltet sich der zyklische Modus von neuem ein, aber man kann die Anzahl der Wiederholungen einstellen.
Wir versuchen es im nächsten, in einigen Anleitungen steht, dass es 18 Programme gibt, in anderen steht, dass es mehr sind. Wir versuchen, Programm 19 einzustellen. Wir überprüfen die Zeit, gespeichert. Standardmäßig ausgeschaltet. Es gibt auch ein Programm, aber es funktioniert. Schauen Sie, der Trigger hält das Plus-Signal. Und die Zeitzählung läuft. Aber wenn der Trigger entfernt wird, ist es auch ein zyklischer Modus. Ich kann es lange gedrückt halten. Einschaltverzögerung, dann hat es sich eingeschaltet. Und die Verzögerung läuft wieder. Wieder nur 1. Zyklischer Modus, aber bei konstantem Triggersignal. Sobald das Signal entfernt wird, das heißt, man kann einen Taster einschalten, dann läuft bei uns der zyklische Modus. Wenn man den Taster loslässt, ausschaltet, dann schaltet das Relais ein. Das heißt, man kann einen Schalter setzen. Und wir probieren das nächste Programm 20. Wir speichern es, ich denke. Es ist genau dasselbe Programm, nur umgekehrt. Zuerst schaltet sich die Zeitschaltuhr ein, sie ist nicht gestartet, dann schaltet sie sich aus. Bei konstantem 3K-Signal. Das sind hier schon 20 Programme. Beim Verkäufer war jedoch angegeben, dass es 18 sind. Hier ist der zyklische Modus, aber mit einem Taster. Man kann einen Taster anbringen und ein- und ausschalten. Vielleicht gibt es noch Programm 21? Wir speichern. Es reagiert nicht mehr. Programm 21 gibt es nicht. Es reagiert nicht. Das heißt, in diesem Modul können analog 20 Programme eingestellt werden. Sowohl für das erste Relais als auch für das zweite. Und jetzt zeige ich, wie man eine Umkehrung des Motors mit Hilfe dieses Relais realisiert. Wir schließen einen kleinen Motor an und probieren es aus. So ein Anschlussstück. Wir schließen ihn an. Hierfür benötigen wir zusätzlich noch Kabel, da jedes Relais mit Plus und Minus versorgt werden muss. Die Lampe brauchen wir nicht mehr. Die Glühbirne entfernen wir. Da wir das Relais für die Umkehrfunktion anschließen müssen, müssen wir diese beiden Klemmenblöcke nutzen, alle Kontakte vollständig, sowohl die normalerweise geschlossenen als auch die normalerweise offenen. An die zentralen Kontakte. Wir schließen den Motor an. Das ist unser Motor von einem Hühnerwender. So wird er an die zentralen Kontakte angeschlossen. Nun müssen wir an diese beiden Kontakte Plus anlegen. Wenn man zum Beispiel die Drehrichtung ändern muss, kann man hier Plus, hier Minus anlegen und wenn das nicht passt, dann umgekehrt. Hier Minus und hier Plus oder diese beiden Kabel einfach vertauschen. Wir machen es nur als Beispiel. Wir schließen es so an. Hier Plus. Und dann hier Plus. Angeschlossen. Und hier muss dann Minus angeschlossen werden. Es gibt keine Minuskabel und ich werde jetzt welche hinzufügen. Hier, wir nehmen zwei Kabel. Hier schließen wir Minus an. Und hier setzen wir eine Brücke ein. Das heißt, diese beiden Kontakte sind Minus. Und dann die Klemme. Alles ist angeschlossen. Standardmäßig funktioniert der Motor bei uns nicht. Beim Einschalten eines der Relais beginnt der Motor sich zu drehen.
Wenn ein Relais für eine bestimmte Zeit eingeschaltet wurde und dann das Relais ausgeschaltet wurde und das zweite eingeschaltet wurde, dreht sich und lassen Sie uns die Programme einstellen. Ich habe dort geklickt. Zum Beispiel wählen wir in den Einstellungen das zweite Programm für das zweite Relais und das zweite für das erste Relais. Wir speichern die Einstellungen 2 bis 2. Jetzt läuft die Zeit ab und es schaltet sich aus. Und jetzt können wir den Motor über ein Triggersignal einschalten. Und wenn wir an einem Kanal mit einem Signal den Motor für die eingestellte Zeit in eine Richtung laufen lassen. Wenn wir am zweiten Kanal mit dem zweiten Signal, soll er sich für die eingestellte Zeit in die andere Richtung drehen. Eingeschaltet, der Motor dreht sich in eine Richtung. Zweites Signal, der Motor dreht sich in die andere Richtung. Das heißt, man kann die Drehrichtung des Motors mit Signalen steuern. Man kann per Timer einstellen. Zum Beispiel das erste oder dritte Programm. Dann schaltet er sich bei Stromzufuhr automatisch nach Zeit ein. Auch wenn man im ersten und zweiten Relais das Programm 9 wählt, kann man die Drehrichtung steuern. Hier, mit dem Triggerkabel starten wir den Motor, während ich es halte. An einem Kanal haben wir den Motor angeschlossen, er dreht sich in eine Richtung. Wenn wir ein Signal an den zweiten Kanal anlegen, dreht sich der Motor in die andere Richtung. An den ersten Kanal angeschlossen, der Motor dreht sich, wir haben ihn ausgeschaltet. Den zweiten. Dann dreht sich der Motor in die andere Richtung. Auch die Drehrichtung kann gesteuert werden. Nun, es gibt sehr viele Optionen, jedes der 18 Programme kann für den Reversierbetrieb verwendet werden, auch der zyklische Modus kann verwendet werden, damit es sich einen Teil der Zeit in eine Richtung dreht, einen anderen Teil der Zeit in die andere. Zum Beispiel stellen wir für ein Relais das Programm 4 ein, für das zweite Relais stellen wir das Programm 5 ein. Es würde dann zeitgesteuert hin und her schalten, allerdings ohne Pausen, es wäre abrupt. Es würde sich drehen, umschalten, ohne Pause arbeiten. Aber vielleicht kann man in den Einstellungen etwas finden oder sich ausdenken, damit Pausen entstehen, das heißt, eine Zeit einstellen, damit es nicht durchgehend war, sondern sich unterschied. Das heißt, man muss sich schon mit den Einstellungen spielen. So funktioniert dieses Relais. Den Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.